Die Türkei wächst jedes Jahr und produziert Rekordmengen an Gütern. Die Löhne steigen noch mehr als die Inflation. Aber warum verliert die Lira trotzdem an Wert? Versuchen wir das zu verstehen. Das ist eine Tonne Eisenstahl. Diese wurden in der Türkei aus dem Erz gewonnen und steht zum Verkauf an. Aufgrund der tiefen Lohnkosten ist der Preis in der Türkei sehr günstig und die ganze Welt kauft Eisenstahl aus der Türkei. Die folgenden Zahlen sind nur Beispielbeträge, können aber die Situation einfacher erklären. Wenn die USA eine Tonne Stahl kaufen möchte, dann kostet diese umgerechnet 1000 €. Die USA macht nun ein Handelsabkommen mit der Türkei und darunter werden auch mehrere Tonnen Eisenstahl ausgehandelt. Dann passiert immer wieder Folgendes. Aus politischen, aber oft auch aus unverständlichen Gründen, werden der Türkei immer wieder Sanktionen auferlegt. Das sind verhängte Strafen durch andere Staaten gerichtet an die Türkei. Eines von vielen Beispielen war im Jahr 2018, als der Präsident der USA der Türkei Strafzölle im Wert von 50% auf Stahlprodukte auferlegt hatte. Das heißt, diese Tonne Stahl kostete auf einmal jedem Kunden aus der USA um 50% mehr, also 1500 €. Da es dem Kunden dann zu teuer wird, zieht dieser sich vom Vertrag zurück. Die Türkei könnte diese Tonne nicht mehr verkaufen und würde nichts mehr daran verdienen. Die Sanktionen anderer Länder können so also die Wirtschaft der Türkei beeinflussen. Dann passiert aber Folgendes. Insbesondere dann, wenn es um große Geldbeträge und Mengen an Güter geht. Die Lira verliert kurz darauf an Wert gegenüber dem Dollar. Auf einmal wird die Tonne Stahl für den Kunden wieder attraktiv, weil er wieder die abgemachte Menge für den abgemachten Preis bekommt. Der Handel kann so trotzdem stattfinden. Die Lira verliert hingegen gegenüber dem Ausland an Wert. Die Türkei verdient so aber Geld und hat Gewinne machen können, auch wenn diese nicht mehr so hoch ausfallen wie geplant. Aber für die Türkei ist es dann besser, etwas günstiger zu verkaufen, als gar keine Gewinne zu erzielen. Dieses Beispiel mit der Tonne Stahl ist nur eines von vielen Ereignissen, die aufgrund von Strafen und Sanktionen anderer Länder passieren. Sanktionen erleben neben der Türkei sehr viele weitere Staaten, insbesondere im Nahen Osten bis Asien und Südamerika. In den letzten Jahren wurde es zur Strategie der türkischen Regierung, die Schwächung der Lira für kleinere Gewinne hinzunehmen. Denn nur so konnte die Türkei weiterhin wachsen. Würde man also die Wirtschaft an der Menge Güter messen und nicht an der Währung, dann wäre die Türkei eines der reichsten Länder weltweit. Weil die Türkei fast alles selbst im Land herstellen kann, hat die schwache Lira keine große Bedeutung für Türken.